Dann kann was blühen, wie die Natur, die jetzt halt einfach wächst. Das kommt dann so. Mein Name ist Willi Staudt, ich bin der organisatorische Leiter des Landesjugendjazzorchester Bayern. Ich bin seit 1997 dabei. Das hat sich so weiterentwickelt, dass wir jetzt mit rund 3 Big Bands am Start sind, gleichzeitig die Fördermaßnahmen Jugendjazz machen und dass wir natürlich den Landeswettbewerb Jugendjazz veranstalten. Willkommen im Frühling und willkommen in Passau. Bei dieser Musik, die improvisierte Musik, sage ich mal, im weitesten Sinn improvisierte Musik, die aber auch im Ensemble passiert, ist ja Folgendes. Man kann tatsächlich seine Geschichte nur erzählen mit den anderen zusammen. Und was dabei natürlich zustande kommt, ist die Erkenntnis, dass es nicht darum geht, wer der Beste ist, sondern dass es darum geht, wie kann ich meinen Beitrag leisten, dass es einfach schön klingt. Arbeitsphasen haben immer einen gemeinsamen Nenner und das ist die Musik und der Klang. Es geht in der Tradition los und wir haben mittlerweile eben auch diesen Bereich Vokalensemble dazu genommen, dass wir eben auch dank der Arrangements von Carsten Gorzel ganz tolle Vocal Arrangements aus allen möglichen Epochen einstudieren können, dann zusammen auch mit der Big Band spielen. Das ist wieder so ein Abenteuerurlaub irgendwie. Ja, mehr Abenteuer als Urlaub. Aber das macht irgendwie sehr viel Spaß, wenn ich das sehe in anderen Menschen, wie glücklich die sein können. Ja, und die das dann auch mal zeigen, so während einer Probe und plötzlich gelingt irgendwas und dann strahlen die. Und das Selbstvertrauen geht hoch, oh, ich kann das auch und so. Das hat mich komplett geflasht. Haben da eigentlich 4 Stunden so dasselbe Prinzip gemacht. Aber es ist völlig aufgegangen und ja, also hat mich völlig geflasht, wie er arbeitet mit uns und ja. Wenn du irgendwas richtig machst, so beim Üben oder so, dann und du hinterher mehr Energie hast als vor, dann hat das gestimmt. Und wenn nicht, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also es ist einfach ein Miteinander, es ist kein ich will jetzt das und das spielen und ich will es besser spielen als du, sondern man profitiert halt einfach voneinander und ich glaube, das ist in jeder Section so bei uns in der Band. Und dadurch entsteht einfach so ein unfassbarer Drive und so ein geiles Zusammenspiel einfach.
allem wenn dann der Harald vorne noch rumtobt und wirklich die Meute aufscheucht. Also das macht schon immer richtig, richtig Laune. Wenn du ja dann als, wenn man das jetzt Lehrender nennen will, und du ziehst dich raus und bist gar nicht mehr da. Und es ist aber trotzdem drinnen, was erfahren worden ist. Was will ich denn mehr? Und das hat dann noch mehr Kraft, als wenn ich da jetzt ja irgendwas will. Es geht uns einfach um den Spaß und mit dem Spaß entsteht Energie, die nicht zu bremsen ist. Wir haben dann teilweise Kurse, da will keiner mehr irgendwas anderes machen, die wollen nur spielen. Also gerade bei den Kinderkursen und Jugendlichenkursen müssen wir die oft mal dazu ermuntern, jetzt geht doch mal raus, geht doch mal spazieren oder spielt mal Fußball, was ja auch wichtig ist, damit es dann wieder weitergehen kann. Verschiedene Maßnahmen. Wir fangen bei ganz kleinen Kindern an, mittlerweile bei 5-Jährigen mit den Jazz Youngsters, die dann einen Tag bei uns sind. Und dann geht es weiter in die Jazz Juniors, die sind dann so ab 10 Jahren, die treffen sich dann wie die Großen auch schon mehrere Tage zu Arbeitstreffen und zu Juniorsphasen und spielen da zusammen, entwickeln gemeinsam Musik ohne Noten und dann finden sie das klasse und dann geht es wieder einen Schritt weiter und dann spielen sie vor fürs Landesjugendjazzorchester. Das Konzept dahinter ist, dass die Kinder Musik einfach direkt wahrnehmen und sich eben auch Zeit nehmen und Zeit haben, da auch was zu entdecken. Ich finde es echt schön, dass einfach alle auch so gastfreundlich sind, sage ich trotzdem, also so offen auch zu anderen und ich finde, es macht irgendwie auch so Jazzmusiker aus, dass die einfach so locker sind und auch locker miteinander umgehen und einfach positiv gegenüber anderen sind. Dieses coole, lässige Beisammensein mit Gleichgesinnten, die Bock auf rumjazzen, rumswingen, einfach mal spielen, einfach mal straight weg raus, das hat mich eigentlich vom Anfang an schon begeistert. Wenn dann wirklich jemand sagt, ja, ich spiele Saxophon und ich komme vielleicht nicht so weiter, dass man irgendwie sagt, ja, komm mal einfach mal mit und schau es dir an und es wird dir gefallen, weil es ist einfach, dieses Zusammenspielen ist einfach cool und dann wächst man auch als Gruppe zusammen, man kennt immer mehr Leute. Jeder freut sich dann einfach auf diese 3-4 Tage, in denen man einfach miteinander musiziert und das ist dann echt, ja, sehr schön. Das Pflänzchen nähern. Immer schön gießen. Unkraut jäten. Das wächst von ganz alleine. Das ist immer auch musikalisch ein tolles Erlebnis. Das gibt es auch nur in Bayern. So habe ich das bisher erlebt, dass wirklich dieses Landesjugendjazzorchester und Jugendjazz, das ist eine große Begegnung und eine große Zusammenarbeit. Da kommt dann so ein Rad in Schwung und das ist dann nicht mehr aufzuhalten, was ja auch schön ist. Funktioniert aber nur, wenn jeder wirklich mit Spaß dabei ist.
das ist uns ganz wichtig, jetzt zum Beispiel das Projekt mit Junkie Kid, dass wir uns selbst auch immer erneuern. Ja, ich glaube, wenn man Jazzorchester hört, dann kommt man gleich in so eine Schublade rein. Und in dieser Schublade wollen wir eigentlich nicht sein. Wir wollen den jungen Musikern alle Schubladen erschließen. Viele meinen, ein Jazzorchester spielt halt Glenn Miller. Das ist lange nicht mehr so.